In diesem Video zeige ich dir, wie du die Arbeitnehmerinnenveranlagung für 2023 bei Finanz Online machst. Ich bin Dominik Feigl und Steuerexpertin bei der Arbeiterkammer. Die besten Steuertipps erfährst du jetzt. So, und wir sind auch schon direkt in Finanz Online. Hier gibt es 3 Möglichkeiten, sich Zugang zu verschaffen. Entweder mit der ID Austria, mittlerweile auch nur mehr ausschließlich mit der ID Austria, Handysignatur gibt es nicht mehr. Mit Benutzernamen, den muss ich allerdings vorher individuell festgelegt haben, und dann die dritte Möglichkeit mit der Teilnehmeridentifikation, Benutzeridentifikation und dem Passwort. Wir loggen uns heute mit der ID Austria ein. Anmelden mit ID Austria. Zuerst wird die Telefonnummer eingegeben und dann das Passwort. So, und somit sind wir im Finanz Online und hier sehen wir schon das leicht veränderte Menü. Die Startseite ist jetzt das Häuschen, dann gibt es die Unterpunkte Steuerakt, Familienbeihilfe, weitere Services, und beim Kuvert ist jetzt die Databox Nachrichten. Über dieses Symbol komme ich dorthin zu meinen Zustellungen. Ansonsten sehe ich jetzt auf der Startseite meine letzten Erklärungen, kann dann auch direkt starten mit der Arbeitnehmerinnenverhandlung 2023. Davor überprüfe ich allerdings noch meine persönlichen Daten, stimmt die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die Bankverbindung, und hier ganz besonders wichtig die elektronische Zustellung. Wenn ich hier auf Ja bin, dann sollte eben auch die E-Mail-Verständigung bei behördlichen Zustellungen auf Ja sein, sonst bekomme ich keine Info, und alle Bescheide und Ersuchung um Ergänzung, was mir das Finanzamt sonst noch schreibt, gilt aber schon trotzdem als zugestellt. Und in der Kombination muss eben dann auch die E-Mail-Adresse passen. Wenn ich das nicht möchte, kann ich hier auf Ändern klicken und auch sagen, ich verzichte auf die elektronische Zustellung, dann kommt alles per Post. Was auch neu ist im Finanz Online, ich kann mir meine Oberfläche individuell anpassen, indem ich zum Beispiel hier mit den Pfeilen das nach links verschiebe, nach rechts verschiebe, also so, wie es mir Freude bereitet und ich eine gute Übersicht habe. Ganz unten habe ich zum Beispiel das Steuerkonto auch noch im Blick, und wenn ich etwas nicht brauche, kann ich auch sagen, ich blende mir den Bereich aus. Gut ist auch die neue Suchleiste. Wenn ich jetzt irgendwas nicht finde auf meiner Oberfläche, kann ich sagen, zum Beispiel, ich brauche Infos zu einer Ratenvereinbarung, schreibe das Wort Rate und bekomme dann unmittelbar vorgeschlagen die Zahlungserleichterung und kann hier meine Anträge stellen. So, vorbereitend jetzt für unsere Arbeitnehmerinnenverhandlung 2023 schauen wir uns auch noch den Steuerakt an. Im Steuerakt findet man dann den Jahreslohnzettel, und wenn man hier auf den Namen vom Arbeitgeber klickt, geht das Ganze auf, und hier finden wir wertvolle Informationen wie die Anzahl der Homeoffice-Tage. Falls Homeoffice-Tage vorhanden sind und Kostenersätze vom Arbeitgeber geleistet wurden, würde ich die auch hier sehen. 0 Homeoffice-Tage, also auch keine Kostenersätze, und dafür Kostenübernahme gemäß 26 Ziffer 5 Lit B. Das ist die Höhe des Öffi-Tickets, was der Arbeitgeber bezahlt hat. Also hier hat der Arbeitgeber offenbar ein Klimaticket bezahlt. Was finde ich hier noch für Infos? Bruttobezüge. Ich sehe, ist jetzt hier nicht der Fall, falls ein Anspruch auf Pendlerpauschale, Pendler-Euro wäre, Gewerkschaftsbeiträge bezahlt worden wären, würde ich das auch hier im mittleren Bereich sehen und brauche diese Infos für meine Erklärung. Ich sehe außerdem die insgesamt einbehaltene Lohnsteuer und habe somit auch eine Idee, was ich da auch zurückbekommen kann. Bei der Anzahl Werkverkehr, Anzahl der Kalendermonate, hat auch mit dem Öffi-Ticket zu tun, wo mir der Arbeitgeber das Klimaticket bezahlt hat. Das heißt, für 12 Monate habe ich hier ein Öffi-Ticket zur Verfügung gestellt bekommen. Und das hier unten sind dann die Reisekosten, die ich ersetzt bekommen habe. Gut, jetzt haben wir diese Informationen, dann gehen wir direkt in die Arbeitnehmerinnenveranlagung, wieder zurück auf die Startseite und beginnen mit der Erklärung. So, hier ist es. Und zwar gleich auf der ersten Seite bei den persönlichen Daten habe ich noch einmal die Gelegenheit, die Bankverbindung zu überprüfen, die Zustellung zu überprüfen, meine E-Mail-Adresse und Handynummer
gegebenenfalls zu korrigieren oder zu ergänzen. Dann gehe ich mit Speichern und weiter auf die nächste Seite. Und hier erfolgt die wichtigste Eintragung, und zwar die Anzahl der Arbeitgeber. Das sind alle L1-Meldungen, die ich hier sehe. Also wenn ich jetzt vom AMS, des ÖGK oder sonst jemanden noch eine Meldung bekommen habe, zählt das nicht zu dieser Anzahl der bezugshauszahlenden Stellen. Und anders als im Steuerakt habe ich leider hier nicht mehr die Möglichkeit, mir Details anzuschauen. Das geht nur über den Steuerakt. Auf der allgemeinen Seite finde ich auch dann die Funktionen, wo ich den Alleinverdiener, Alleinerzieher oder Kindermehrbetrag geltend machen kann. Alleinverdienerabsatzbetrag steht zu, wenn ich mehr als die Hälfte des Jahres in einer Partnerschaft gelebt habe und mein Partner, meine Partnerin weniger als 6.312 € dazu verdient hat. Und natürlich das Wichtigste, ich muss mindestens 7 Monate Familienbeihilfe für ein Kind bezogen haben. Alleinerzieher ist dann quasi der umgekehrte Fall. Ich bin mit den Kindern mehr als die Hälfte des Jahres alleine im Haushalt. Die Anzahl der Kinder ist dann noch wichtig einzutragen. Und dann gibt es hier noch den Kindermehrbetrag. Der Kindermehrbetrag ist für Eltern, die nicht so viel verdienen, wo sich der Familienbonus nur gering oder gar nicht auswirken. Die Voraussetzung ist unter anderem, dass ich zumindest 30 Tage im Kalenderjahr gearbeitet habe. Dann finde ich noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt keine Familienbeihilfe mehr beziehe, aber mein Partner dennoch geringe Einkünfte hat, also weniger als 6.312, kann ich hier auch ankreuzen. Das gibt dann Begünstigungen im Bereich der außergewöhnlichen Belastungen, erkläre ich dann, wenn wir dort sind. Erhöhten Pensionistenabsatzbetrag können Pensionisten geltend machen, wenn hier die Partner wiederum weniger als 2.315 € jährlich an Einkünften erzielen. Dann gibt es einen erhöhten Pensionistenabsatzbetrag und Mehrkindzuschlag steht zu, eben dann, wenn ich zumindest in einem Monat für 3 Kinder gleichzeitig Familienbeihilfe im Haushalt beziehe und das Haushaltseinkommen 55.000 nicht übersteigt. Freibetragsbescheid empfehlen wir immer anzukreuzen und somit darauf zu verzichten, weil wenn ich so einen Freibetragsbescheid bekomme, den bei meinem Arbeitgeber abgebe, dann führt das auch dazu, dass ich im Folgejahr verpflichtet bin, eine Arbeitnehmerinnenveranlagung abzugeben. Und es kann auch zu einer Rückzahlung kommen, wenn nämlich ein zu hoher Freibetrag berücksichtigt worden sein sollte. Und das war schon mit der allgemeinen Seite. Kommen wir gleich zu den Werbungskosten. Hier sehen wir gleich als allererstes Pendlerpauschale, Pendler-Euro. Es gibt hier auch diese Verlinkung zum Pendlerrechner, wo ich das ermitteln kann. Am besten habe ich vorher schon geschaut im Steuerakt, direkt in meinem Jahreslohnzettel, ob ich nicht schon das Pendlerpauschale, Pendler-Euro vom Arbeitgeber berücksichtigt bekommen habe. Dann ist hier nichts weiter zu tun. Wenn das nicht der Fall sein sollte oder vielleicht nicht fürs ganze Jahr, dann muss ich mal anfangen zu rechnen, und zwar mit dem Pendlerrechner, indem ich meine Wohnadresse, Arbeitsadresse eingebe, meinen Arbeitsbeginn und Arbeitsende. Hier nehme ich die häufigsten Dienste, also falls die unterschiedlich sein sollten, immer das, was am öftesten vorkommt. Die Anzahl der Fahrten ist dann noch wichtig, weil bei 4 bis 7 Fahrten kriege ich 1/3 von Pendlerpauschale, Pendler-Euro, 2/3 bei 8 bis 10 und nur wenn ich mehr als 10 Fahrten pro Monat habe, dann habe ich Anspruch auf ein volles Pendlerpauschale und Pendler-Euro. Und eine Fahrt ist immer schon die Hin- und Rückfahrt gemeint. Falls ich eine Unzumutbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel festgestellt habe vom Sozialministerium Service, gebührt mir immer das große Pendlerpauschale. Ansonsten hängt es davon ab, ob je nachdem, ob eine öffentliche Verbindung zur Verfügung steht oder nicht. Und falls ich ein Auto von meinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekomme, egal ob ich schon Sachbezug leiste oder nicht, dann steht mir nie ein Pendlerpauschale zu. Also dann muss ich da sagen ja und dann berechnet das System, ich habe keinen Anspruch, weil das Auto zur Verfügung steht. So, gehen wir da mal was ein. Und berechnen.
und somit habe ich das Ergebnis. Es steht mir ein kleines Pendlerpauschale zu, von 2016 € ist der Jahresbetrag, 168 € ist der Monatsbetrag und darunter finde ich für den Pendler Euro, der mir noch extra gebührt, auch wieder den Jahresbetrag, den Monatsbetrag. Jetzt gibt es 2023 noch die Besonderheit, dass es hier Zuschläge gibt, und zwar für die Monate Jänner bis inklusive Juni. Das heißt, ich kann hier nicht einfach den Jahreswert nehmen, da würde was fehlen, ja, das steht mir mehr zu, weil eben für das erste Halbjahr zu den 168 € im Monat noch 50% dazukommen. Das heißt, ich rechne für 6 Monate, wenn es jetzt das ganze Jahr betrifft, ja, wenn ich nicht meinen Wohnort oder Arbeitsort dazwischen verändert habe oder die Anzahl der Tage unterschiedlich waren, dann kann ich den Monatswert nehmen für 6 Monate mal 1,5, um diese 50% Zuschlag hier auch reinzurechnen, und für 6 Monate die 168 €. Und beim Pendler Euro, der ist für den Zeitraum vervierfacht, das heißt die 11,33 mal 4 für 6 Monate und für 6 Monate die 11,33. Das ist die einzige rechnerische Herausforderung, die leider im Jahr 2023 notwendig ist, um hier wirklich die volle Begünstigung in Anspruch zu nehmen. Gut, Pendlerpauschale, Pendler Euro haben wir fertig. Dann schauen wir, was es bei den Werbungskosten sonst noch gibt. Gewerkschaftsbeiträge sind nur einzutragen, wenn sie nicht schon im Jahreslohnzettel berücksichtigt sind, weil sobald sie über die Lohnverrechnung laufen, sind diese schon steuermindert vom Arbeitgeber in der Abrechnung berücksichtigt. Falls ich noch eine andere berufliche Interessensvertretung habe, einen Berufsverband oder noch eine weitere Fachgewerkschaft, muss ich die Ergebnisse zusammenrechnen, also auch die aus dem Jahreslohnzettel. Dann gibt es die Möglichkeit für ergonomisches Mobiliar. Das sind Schreibtische, Schreibtischsessel, Arbeitsplatzbeleuchtung. Hier trage ich dann den Gesamtkaufpreis ein. 300 € werden maximal pro Jahr berücksichtigt und der Übertrag funktioniert dann automatisch. Also falls ich jetzt hier 700 € eintrage, werden im Jahr 2023 300 berücksichtigt, 2024 noch einmal 300 und 2025 dann die letzten 100 €. Pflichtversicherungsbeiträge habe ich zum Beispiel, wenn ich noch einen Nebenjob hatte, geringfügig und Beiträge an die ÖGK nachbezahlen musste, dann trage ich auch hier diese Beiträge im Jahr der Zahlung ein. Digitale Arbeitsmittel, das ist zum Beispiel anteilige Internetkosten, wenn ich einen Laptop, Headset, Monitor gekauft habe. Hier muss ich auch immer einen Privatanteil berücksichtigen und die restlichen Kosten kann ich dann unter digitale Arbeitsmittel geltend machen, eben den Anteil, den ich beruflich nutze. Das wird allerdings mit dem Homeoffice-Pauschale, welches automatisch berücksichtigt wird, also hier findet sich auch gar kein Feld zum Homeoffice-Pauschale, da nimmt das Finanzamt die Tage aus dem Jahreslohnzettel. Das wird hier gegengerechnet mit den digitalen Arbeitsmitteln. Dennoch trage ich die kompletten beruflichen Anteile ein. Also nur Privatanteile werden hier abgezogen. Andere Arbeitsmittel wären zum Beispiel die Messer für den Küchenchef, die spezielle Schere für den Friseur, die Friseurin, ein Werkzeugkoffer, all das, was nicht digital ist und als Arbeitsmittel dient, was ich für meinen Beruf unbedingt benötige und nicht ersetzt oder zur Verfügung gestellt bekomme. Fachliteratur ist wirklich einschlägige Literatur, Kodizes für Juristen, Personalverrechnungsbuch für den Lohnverrechner, solche Sachen. Beruflich veranlasste Reisekosten nur dann, wenn sie mein Arbeitgeber noch nicht bezahlt hat. Fort- und Ausbildungsumschulungskosten immer dann, wenn sie für meinen jetzigen Beruf dienen oder meinen zukünftigen Beruf, den ich in Form eines Dienstverhältnisses ausübe. Kosten für Familienheimfahrten und doppelte Haushaltsführung ist jetzt schon sehr speziell. Hier würde ich empfehlen, sich dann noch einmal bei der Arbeiterkammer zu erkundigen. Arbeitszimmer betrifft die wenigsten, muss man ehrlich sagen. Arbeitszimmer ist immer nur dann, wenn ich tatsächlich keinen Arbeitsplatz zur Verfügung habe. Ja. Sobald es ein Büro gibt, was ich nutzen kann,
Auch in Form von Desk-Sharing habe ich schon keinen Anspruch auf ein Arbeitszimmer. Also das wäre nur dann, wenn es den gesamten Mittelpunkt meiner Tätigkeit bildet und ich sonst auch nirgends hin kann zum Arbeiten. Und es müsste ein extra Raum im Wohnungsverband sein, das ausschließlich dem Beruf dient. Sonstige Werbungskosten sind zum Beispiel die Betriebsratsumlage. Die wird mir zwar auch schon vom Lohn und Gehalt abgezogen, allerdings ist das noch nicht steuermindernd berücksichtigt und dann hier die Jahressumme einzutragen. Beim Berufsgruppenpauschale gibt es für bestimmte Berufsgruppen die Möglichkeit, anstelle der oben genannten Werbungskosten eine Pauschale geltend zu machen, sofern auch Kosten entstanden sind tatsächlich. Das ist zum Beispiel bei den Hausbesorgern, die dem alten Hausbesorgergesetz unterliegen, das heißt vor Juni 2000 ihren Dienstvertrag begonnen haben, bei Journalisten, die redaktionelle Tätigkeiten haben, was haben wir noch, Vertreterinnen und so weiter. Und hier ist einzutragen der genaue Zeitraum mit Tag und Monat von bis und falls Kostenersätze bezahlt worden sind, die sehe ich eben im Jahreslohnzettel in der untersten Zeile, sind die nochmal einzutragen und werden dann von Pauschale in Abzug gebracht. So, dann kommen wir zu den außergewöhnlichen Belastungen. Im oberen Bereich finde ich Krankheitskosten, Begräbniskosten, Kurkosten und sonstige außergewöhnliche Belastungen. Bei allen 4 Feldern wird ein sogenannter einkommensabhängiger Selbstbehalt bestimmt. Das ist der Betrag, der mir wirtschaftlich zumutbar ist und erst darüber hinausgehende Kosten wirken sich steuermindernd als Freibetrag aus. Das bedeutet dann leider auch, wenn ich jetzt Krankheitskosten habe, zum Beispiel auch eine Brille oder eine Zahnarztrechnung sind Krankheitskosten. Das wird in den meisten Fällen zu wenig sein. Also das wirkt sich dann nicht aus. Beim Begräbnis muss man auch dazu sagen, alle Aktiva sind vorher in Abzug zu bringen. Also ich muss mir dann immer anschauen, was habe ich vom Notar bekommen, diese aktiver-passiver Aufstellung und wie gesagt, aktiver abziehen. Das heißt, sobald vielleicht auch eine Liegenschaft übertragen wurde, bin ich da schon einmal raus und die Begräbniskosten sind jedenfalls gedeckt. Kurkosten kann ich geltend machen bei ärztlich verordneten Kuraufenthalten, die Selbstbehalte, die ich dort zahle, An- und Abreisekosten. Dafür muss ich aber eine sogenannte Haushaltsersparnis in der Höhe von 5,23 € täglich wiederum in Abzug bringen. Katastrophenschäden gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, das kommt zu selten vor, Gott sei Dank. So, speichern und weiter, dann sind wir bei den außergewöhnlichen Belastungen bei Behinderung. Und hier macht es einen wesentlichen Unterschied im Vergleich zu vorher. Wenn ich eine Behinderung habe von zumindest 25% oder auch Pflegegeldbezug, dann kann ich nämlich Krankheitskosten ohne einen sogenannten Selbstbehalt geltend machen. Wichtig ist nur, dass ich das weiß und das in das richtige Feld eintrage. Grad der Behinderung, das ist eben das, was vom Sozialministerium Service bescheinigt wurde. Entweder habe ich einen Behindertenpass oder einen Bescheid, wo das drinnen steht. Dort können auch Zusatzeintragungen ersichtlich sein. Zum Beispiel, wenn ich Diabetiker bin, habe ich einen sogenannten Zuckerfreibetrag. Dann kann ich diese Diätverpflegung hier ankreuzen. Es kann aber auch noch eine andere Diätverpflegung notwendig sein. Aber wie gesagt, das muss eingetragen sein im Pass. Im Pass selber steht das drinnen mit D1, D2, D3, also auch in der Reihenfolge D1, D2, D3. Und auswirken tut sich immer nur eines und das Oberste ist das Höchste. Ja. Also hier bekomme ich 70 € pro Monat, sprich 840 € im Jahr zum Beispiel als Zuckerfreibetrag. Wenn ich auf mehrere Diäten Anspruch habe, wirkt sich dann nur die höchste aus. Falls ich Pflegegeld beziehe, muss ich den Zeitraum eingeben, die Monate von wann bis wann. Und falls ich ein Auto auf mich zugelassen habe und zusätzlich mir bescheinigt wurde, dass mir öffentliche Verkehrsmittel unzumutbar sind, kann ich einen sogenannten Kfz-Freibetrag geltend machen. Und hier ist auch eins von den beiden Punkten anzukreuzen, je nachdem. Falls ich kein Auto auf mich zugelassen habe, kann ich Taxikosten geltend machen. Und zwar bis zu 153 €
pro Monat. Ich brauche allerdings diese Rechnungen. Und das müssen gar nicht Fahrten zum Arzt sein, sondern es können dann auch Privatfahrten sein, eben weil mir öffentliche Verkehrsmittel nicht zugemutet werden können. Dann habe ich hier meine Krankheitskosten. So wie vorher mit Selbstbehalt sind dann hier die im Zusammenhang mit der Behinderung geltend zu machen. Heißt ein bisschen unspektakulär, ich mache unregelmäßige Ausgaben geltend. Gemeint sind aber damit auch Arztrechnungen, Spital, Kurreha, Spital auch mit dieser Haushaltsersparnis von 5,23 € in Abzug gebracht. Eventuelle Fahrtkosten können hier auch ergänzt werden, aber auch Medikamente, sprich die Rezeptgebühren, die ich in der Apotheke bezahle. Also all das kommt dann hier in die Kennzahl 476 und nicht vorne unter Krankheitskosten, aber nur dann, wenn es auch wirklich mit der Behinderung zu tun hat. Anstelle dieser Pauschalien und diese ganzen oben genannten Pauschalien kann ich auch tatsächliche Kosten geltend machen. Hier muss ich allerdings dann das Pflegegeld auch in Abzug bringen und die tatsächlichen Kosten sind in der Regel auch nur günstiger, wenn man wirklich im Pflegeheim ist oder 24 Stunden Pflege benötigt. Ansonsten ist man normalerweise mit dem oberen Bereich, mit den ganzen Pauschalien und den nicht regelmäßigen Kosten günstiger dran. Falls der Partner, die Partnerin einen Grad von 25% hat und aber selber nicht so ein großes Einkommen, dass sich diese Kosten selber auswirken, kann ich hier in dem Bereich die Kosten eingeben, und zwar in dem Bereich, wenn diese Alleinverdienergrenze von 6.312 € nicht erreicht wird, dann kann ich das wie meine eigenen Behinderungskosten eingeben und habe keinen Selbstbehalt. Falls die Partnerin, der Partner mehr als 6.312 € hat, aber weniger als das steuerliche Existenzminimum von rund 11.000 €, dann bin ich wieder in der vorigen Seite. Schauen wir da nochmal kurz zurück. Und zwar kann ich dann die Kosten unter sonstige außergewöhnliche Belastungen hier geltend machen. Ja, das war das Wichtigste zu dieser Seite und dann kommen wir schon zu den Sonderausgaben. Die Seite ist schon recht übersichtlich, da gibt es nicht mehr so viel zu finden. Früher waren das die Wohnraumschaffungskosten, Wohnraumsanierung und auch Personenversicherungen. All das gibt es seit dem Jahr 2021 bereits nicht mehr. Übergeblieben sind die Renten und dauernden Lasten- und Steuerberatungskosten. Und auf das gehe ich gar nicht näher ein, weil das jetzt nicht die Mehrheit betrifft. Spannender sind hier die Informationen zu übermittelnden Sonderausgaben. Falls ich Kirchenbeiträge oder Spenden geleistet habe, finde ich dann hier die ans Finanzamt übermittelten Beträge und das wird dann schon automatisch auch in die Vorberechnung mit einbezogen. Dann sind wir schon bei den Kindern angelangt. Für jedes Kind brauche ich eine eigene Seite. Also hier habe ich dann die Möglichkeit, ein weiteres Kind anzulegen. Und zwar immer mit Namen, am besten mit der Versicherungsnummer. Wenn die Versicherungsnummer nicht bei der Hand ist, genügt auch das Geburtsdatum. Und das ist sicher der wichtigste Punkt, wenn man Kinder hat, der Familienbonus Plus. Hier sieht man schon 8 verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu beantragen. Das heißt, das überlegt man am besten kurz vorher. Ja. Ist das Kind mit den Eltern gemeinsam im Haushalt, dann können sich die Eltern überlegen, ob sie beide den halben Familienbonus geltend machen. Ein Elternteil ist dann Familienbeihilfebezieher, das andere Elternteil ist dann Partner Familienbeihilfebezieher und beide kreuzen in ihren jeweiligen eigenen Steuererklärungen einen halben Familienbonus an. Oder ein Elternteil macht einen ganzen Familienbonus geltend. Wenn jetzt das Kind mit den Eltern nicht mehr im gemeinsamen Haushalt lebt, also die Eltern sich getrennt haben, dann ist die entscheidende Frage, ob Unterhalt bezahlt wird für das Kind. Und zwar in der Höhe, wie es vom Gericht, Jugendamt so vorgeschrieben wurde. Dann steht auch dem unterhaltszahlenden Elternteil ein halber Familienbonus zu. Somit ist dann das Elternteil, das Familienbeihilfe bezieht, auch in der Situation, dass es nur einen halben Familienbonus beantragen kann.
Ansonsten gibt es natürlich auch in dieser Familienkonstellation ein Wahlrecht, dass man sich darauf einigt, dass nur ein Elternteil den ganzen Familienbonus bezieht. Also entweder der Familienbeihilfe beziehende Elternteil oder das unterhaltszahlende Elternteil. Wenn jetzt unterjährig sich die Lebenssituation geändert hat, zum Beispiel wenn man jetzt noch 4 Monate gemeinsam im Haushalt gelebt hat, dann die restlichen Monate getrennt war, dann muss man diese besonderen Fälle einblenden und auch hier ausfüllen, von wann bis wann war eben die Situation als zum Beispiel Partnerfamilienbeihilfe beziehendes Elternteil und ab wann war man dann nicht mehr haushaltszugehörig mit dem Kind und Unterhaltszahler. Und auch hier gibt es dann die Möglichkeiten. Also entweder den oberen Bereich, der ist für Ganzjahressachverhalte, oder die besonderen Fälle, wo ich mehrere Zeiträume mit unterschiedlichen Situationen ankreuzen kann. So, wenn ich für ein Kind Unterhaltszahlungen leiste, und zwar in der Höhe, wie es vorgeschrieben wurde vom Gericht oder Jugendamt, kann ich auch den sogenannten Unterhaltsabsatzbetrag geltend machen. Dafür fülle ich aus die insgesamt im Jahr 2023 geleisteten Unterhaltszahlungen und die Höhe der monatlichen Verpflichtung. Und wenn es für 12 Monate ist, ergibt es dann natürlich, wenn ich die monatliche Verpflichtung mal 12 rechne, den Jahresbetrag. Und wenn es nicht für 12 Monate ist, springt das quasi hier raus. Also ein Beispiel, ich trage hier 5.000 € ein als Jahressumme und 500 € für meine monatliche Verpflichtung. Dann bedeutet das fürs Finanzamt, ich habe für 10 Monate den Unterhalt bezahlt und habe Anspruch auf 10 mal den monatlichen Unterhaltsabsatzbetrag. Das andere braucht man nur, wenn die Kinder sich außerhalb der EU, EWR oder der Schweiz aufhalten. Auch für Kinder kann ich außergewöhnliche Belastungen geltend machen, sogenannte Krankheitskosten, und zwar hier auch genauso Brille, Zahnspange, Medikamente, was das Kind benötigt. Und falls das Kind eine erhöhte Familienbeihilfe bezieht, sprich eine Behinderung hat von 50%, muss ich dann auch noch hier die Kostentragung eintragen, und für auswärtige Berufsausbildung brauche ich auch diese Kostentragung. Also wenn das ein Elternteil geltend macht, trage ich hier 100% ein. Die auswärtige Berufsausbildung habe ich dann einen Anspruch darauf, wenn das Kind zum Beispiel in einem Internat untergebracht ist. Das kann sein eine normale Schule mit Internat oder auch die Berufsschule. In manchen Bundesländern findet das ja dann als Blockunterricht statt, wo die Kinder im Internat sind. Das wäre dann der Fall, wenn 25 Kilometer Distanz sind, und wenn das Kind täglich nach Hause kommt, brauche ich 80 Kilometer Distanz, und zwar immer zum nächstgelegenen Ausbildungsort. Wenn das der Fall ist, kann ich hier die Anzahl der Monate eingeben und die Postleitzahl. Und der Bereich ist dann für die Kinder mit erhöhter Familienbeihilfe bzw. auch einem Grad der Behinderung von weniger als 50%. In dem Fall trage ich den Grad der Behinderung ein. Wenn das Kind die erhöhte Familienbeihilfe bezieht, dann habe ich Anspruch auf einen pauschalen Freibetrag und dann trage ich hier die Monate ein. Weiter oben sehen wir dann auch noch die Diätverpflegungen. Das ist dann so wie bei den Erwachsenen. Brauche ich auch einen Nachweis vom Sozialministerium Service, dass das zusteht. Pflegegeld ist dann noch einzutragen, falls Pflegegeld bezogen wird und für welchen Zeitraum. Falls es extra noch Kosten gegeben hat für eine Behindertenwerkstätte oder Sonderschule, dann kann ich diese Kosten daneben noch geltend machen, und ansonsten auch hier die unregelmäßigen Ausgaben, genauso wie bei den Erwachsenen. Also hier sind Krankheitskosten, die nicht im Zusammenhang mit einer Behinderung stehen, und hier unten sind Krankheitskosten, die mit einer Behinderung des Kindes im Zusammenhang stehen. So, das war das Kinderformular. So, die Seite international braucht man nur, wenn man irgendeinen grenzüberschreitenden Sachverhalt hat. Das heißt zum Beispiel in Österreich wohnt und eine ausländische Pension bezieht oder im Ausland gearbeitet hat, aber in Österreich seinen Ansässigkeitsstadt Lebensmittelpunkt hat. Dann gibt es das Formular L1i international. Ansonsten braucht man das nicht.
Und hier muss ich dann eben angeben, was ist meine Situation. Zum Beispiel, ich bin Bezieher einer ausländischen Pension. Und dann gibt es 2 verschiedene Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Eine sogenannte Anrechnungsmethode, beziehungsweise auch, wenn Österreich das Besteuerungsrecht hat für das ausländische Einkommen, dann trage ich das hier ein. Neu ist in dem Zusammenhang, dass ich jetzt auch bezahlte Sozialversicherungsbeiträge in diesem Zusammenhang extra ausweisen muss, und falls eine ausländische Steuer abgezogen wurde, ist die hier einzutragen. Die zweite Methode ist der sogenannte Progressionsvorbehalt. Das ist, wenn das andere Land das Besteuerungsrecht hat und Österreich das unter Berücksichtigung dieses sogenannten Progressionsvorbehalts ausnimmt, dann sind hier die Einkünfte einzutragen, auch wieder die Sozialversicherungsbeiträge extra auszuweisen. Ich muss auch angeben, ob diese schon steuermindernd im Ausland berücksichtigt wurden, und falls noch andere Werbungskosten damit in Zusammenhang stehen, das heißt beruflich veranlasste Kosten, kann ich die auch separat ausweisen. Dann ist schon die letzte Seite, die Zusammenfassung. Hier sehe ich noch einmal alle Daten, die eingegeben wurden, kann das noch einmal überprüfen, und das Wichtigste und Spannendste, ich kann auf Vorberechnung klicken und sehe, ich erwarte eine Gutschrift, zum Beispiel in diesem Fall, von 759 €. Wenn ich es ganz genau wissen möchte, kann ich mir auch ein Berechnungsblatt anfordern, Vorberechnung mit Berechnungsblatt. Das dauert ganz kurz, und dieses Berechnungsblatt finde ich dann hier beim Kuvert bei den Nachrichten, kann mir das aufmachen und sehe noch einmal alle Details. Also das schaut dann auch schon so aus wie der zukünftige Bescheid. Ich sehe meine Gutschrift, noch einmal alle Kosten, die sich ausgewirkt haben, die gestaffelte Steuer, Verkehrsabsatzbetrag, der berücksichtigt wurde, und am Schluss meine Abgabengutschrift. Und wenn ich dann, so, das Einzige, ich muss dann noch einmal in die Erklärung einsteigen. Und wenn ich dann sicher bin, dass alles richtig und vollständig ist, und ich auch vor allem ganz sicher bin, dass alle Jahreslohnzettel schon übermittelt sind, also nicht nur die von meinen Arbeitgebern, sondern auch von ÖGK und AMS, dann kann ich hier mit ankreuzen, dass alles richtig und vollständig ist, und meine Erklärung ans Finanzamt abschicken. Und dann erfolgt die Bearbeitung beim Finanzamt, ich bekomme einen Bescheid und die Gutschrift wird überwiesen. Falls das Finanzamt dazwischen noch Belege von mir sehen möchte, würde ich eine Ersuchung um Ergänzung erhalten. Das war's zur Arbeitnehmerinnenveranlagung bei Finanz Online. Noch mehr Videos zum Steuerausgleich findest du in unserer Playlist.